Warum gebe ich einer anderen Person die Macht zu bestimmen, wer ich bin? Was habe ich davon? Weil mein Ego hat immer etwas davon, wenn ich anderen Menschen Macht über mich gebe. Ich mache mich zum Opfer einer anderen Person. Hi, ich bin Peri Soilu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Und für einen Kurs im Wundern will ich in der Zwischenzeit jetzt auch mal dazu sagen, weil was wir die meiste Zeit tun und wofür du mir deine Zeit schenkst, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, ist, dass wir gemeinsam schauen, wie wir die Grundsätze von einem Kurs in Wundern auf unseren Alltag anwenden, wie wir Sinn machen aus diesem menschlichen Leben, wenn wir den Kurs dazu holen. Ein Kurs im Wundern zeigt uns nämlich auf, wie wir das derzeit dominante Ego-Angst-Denksystem ablegen und es mit einem liebevollen Denksystem ersetzen. Aber das, was sich in der Theorie hier so einfach anhört, ist in der Praxis manchmal verdammt knifflig und da können wir auch stolpern und deswegen sage ich es auch immer wieder gerne dazu, sei geduldig mit dir, sei sanft mit dir, wenngleich ehrlich. Weil die meisten von uns, wir empfinden diese Reise zurück nach Hause zu Gott. Gott ist die bedingungslose Liebe, die uns erschaffen hat und wo wir in Wahrheit zu Hause sind. Wir empfinden es eher als ein Prozess, als etwas, was von 0 auf 100 passiert. Was ich heute mit dir machen möchte. Ich habe nicht so großartig was vorbereitet, weil ich ziemlich beschäftigt bin, vor allem gerade mit dem Angebot, dass ich 365 Tage Wunder auch 2026 anbieten will. 365 Tage Wunder ist ja mein Projekt, wo ich durch das Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern für ein Jahr lang begleite. Einerseits mit 390 Audios, die du dir so ein bisschen wie ein Selbststudium selber anhören kannst und dann mit einer Gruppe, die starken Gefährten, wo wir uns alle 2 Wochen auf Zoom treffen, um die Lektionen nachwirken zu lassen und einfach unseren Alltag nachwirken zu lassen und ein Kurs in Wundern darauf anzuwenden, meistens sehr praktisch und vor allem, was mir sehr wichtig ist, mit Humor. Und daran sitze ich gerade. Also, falls du Interesse hast, das nächste Jahr dabei zu sein, schreib mir gern eine E-Mail unter hallo@happycoollove.de und sobald die Anmeldungen freigegeben sind, schreibe ich dir gerne und erinnere dich daran, dass du dich jetzt tatsächlich anmelden kannst. Ich sitze wirklich sehr fleißig dran, dass das bald passiert. Aber deshalb war die Zeit etwas knapp für den Podcast. Dennoch hat mich irgendetwas beschäftigt, nämlich ich habe letzte Woche auf die letzte Podcast-Folge eine Rückmeldung bekommen von jemandem, die sich wahrscheinlich auch nicht wieder melden wird, weil es ist bei YouTube dort, wo ich die Rückmeldung bekommen habe, meistens so, entweder sind es regelmäßige Rückmeldungen von Namen, die mir jetzt schon lieb und teuer sind, so wie Susi und Siggi und Bahar. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr immer wieder bei YouTube mir eine Rückmeldung hinterlasst, weil dann weiß ich, ich bin da nicht ganz allein unterwegs. Und manchmal kriege ich halt so Rückmeldungen von Menschen, die kommen einmal und dann sind sie auch wieder weg. Aber manche von denen berühren mich sehr, weil die letzte Woche, die war so traurig irgendwie. Da war so ganz viel Schwere dabei und so ein Gefühl von, ich habe mich aufgegeben oder ich habe aufgegeben, dass es anders sein könnte. Und sowas berührt mich immer sehr. Wahrscheinlich, weil ich dieses Gefühl kenne. Es ist zwar sehr, sehr, sehr lange her, dass ich das Gefühl hatte, ich habe aufgegeben, dass dieses Leben irgendwie anders sein kann, außer Leid und Schmerz und Trauer. Aber dennoch weiß ich, wie das ist. Dennoch kann ich nachvollziehen, wie man sich fühlt, wenn man denkt, es kann gar nicht anders werden als das, was ich hier gerade empfinde, was sehr traurig und dunkel ist. Die Person hat mir nämlich geschrieben, und ich gebe das jetzt sinngemäß wieder, weil ich habe mir nicht jedes Wort gemerkt, dass sie von einer hellsichtigen Person gehört hätte, dass sie voller Dunkelheit ist, dass sie keine Seele hat und dass das ihr Schicksal in diesem Leben ist, mehr oder weniger. Und sie fühlte sich für mich so an, als hätte sie sich diesem Schicksal ergeben. Und ich konnte ihr darauf nur antworten, dass ich das nicht so teilen kann, dass irgendein anderer Mensch mir sagen kann, wer ich bin oder was ich wert bin oder ob ich Dunkelheit in mir habe oder nicht, weil das nicht die Aufgabe oder der Ort einer anderen Person ist, mir zu sagen, was ich bin oder was ich nicht bin und dass ich diese Aufgabe Gott überlasse. Gott, die bedingungslose Liebe, die mich erschaffen hat nämlich meinen Wert schon bestimmt. Und Gott sagt, dass ich sein geliebter Sohn bin, dass ich vollkommen bin, dass ich sündenlos bin, dass ich Liebe bin, dass ich
machtvoll jenseits von jeder Grenze bin, dass ich alles hab und alles bin und ich eigentlich nicht kämpfen muss, weil alles, was ich schon immer wollte, ich bereits bin. Ich brauche nicht die Anerkennung von anderen, damit ich endlich in mir zulasse, dass ich bereits vollkommen bin. Die einzige Person, die der Vollkommenheit im Weg steht, bin ich mit meinen lieblosen Gedanken, die mir das Ego füttert und die ich eher glauben möchte. Also, wohin ich gehe, wenn jemand mir sagt, ein anderer Mensch hätte gesagt, und mir ist egal, ob die Person jetzt hellsichtig ist oder nicht, wer bestimmt denn, ob jemand hellsichtig ist? Also das sind auch so Kategorien, die wir hier auf dieser menschlichen Ebene erfunden haben. Die sind mir egal. Ein anderer Mensch hat mir gesagt, du bist dunkel, du bist schlecht. Also die Überschrift ist ja, du bist schlecht. Und ich glaube das. Warum glaube ich das, wenn nur Gott diese Macht über mich haben sollte? Warum gebe ich einer anderen Person die Macht zu bestimmen, wer ich bin, was habe ich davon? Weil mein Ego hat immer etwas davon, wenn ich anderen Menschen Macht über mich gebe. Ich mache mich zum Opfer einer anderen Person. Und ich sage das jetzt nicht so, weil ich irgendwie kritisch sein will, sondern weil ich ehrlich sein will. Ich meine, Liebe ist auch ehrlich sein. Und ich sage das nicht, um jemand anderen zu kritisieren, weil wenn ich das tun würde, wenn ich einer anderen Person die Macht über mich gebe, dann müsste ich auch zu mir ehrlich sein und sagen, Peri, du hast dich zum Opfer dieser Person gemacht. Was soll diese Person denn tun, außer ihren Auftrag erledigen und dich zu manipulieren? Wenn du es zulässt, dann manipulieren dich Menschen. Wenn du dort genau weißt, wer du bist, wenn du weißt, dass du bereits alles bist und alles hast und vollkommen bist und die Liebe bist und heilig bist und majestätisch bist, wie kann die Meinung einer anderen Person dich je berühren? Wenn du vergisst, wer du bist, kann dich die Meinung einer anderen Person berühren. Und zwar so, dass du dann wackelst wie ein Fähnchen im Winde, weil Menschen, denen wir die Macht geben, darüber zu bestimmen, wer wir sind, die wackeln auch. Menschen wackeln. Ich wackle, du wackelst. Außer wir sind knapp erleuchtete Meister, dann wackeln wir wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber normalerweise wackeln wir. Wenn jemand so funktioniert, wie wir es gern hätten, dann finden wir die Person cool. Wenn eine andere Person nicht so funktioniert, wie wir es gern hätten, dann fällt es uns sehr, sehr schwer, dennoch in der Liebe zu verweilen, dennoch gütig auf diese Person zu blicken, dennoch vergebend zu sein und zu sagen, hey, auch du bist mein Bruder, du bist gut, wie du bist, ich muss nicht mit dir auf menschlicher Ebene übereinstimmen, aber ich weiß, dass du genauso wertvoll bist wie ich. Das fällt uns dann schwer, wenn wir wissen, dass eine andere Person lieblos mit uns war. Und deshalb, jeder Mensch wankt irgendwie. Und wenn ich die Macht jemand anderem gebe, mir zu sagen, wer ich bin, dann habe ich echt auf Sand gebaut, weil die Person kann heute sagen, hey Peri, ich finde dich toll, und morgen kann sie sagen, ich mag dich nicht. Und wenn das sozusagen meine Basis dafür ist, was ich von mir selbst halte, dann werde ich mich heute mögen und morgen hassen. Und das passiert mit Gott nicht. Wenn wir uns so ausrichten, anstelle von so ausrichten, wenn ich im Außen nach Bestätigung suche, dann habe ich ein Problem, weil ich werde wackeln. Aber wenn ich zu Gott zurückkehre und in die Stille gehe und dann mich mit meiner Wahrheit verbinde und erfahre, wer ich wirklich bin, erfahre, dass ich bereits vollkommen bin, dann kann die Welt tun, was sie will, dann wank ich nicht mit ihr. Und das ist unsere Aufgabe, immer wieder uns zu erinnern, dass Gott unsere Beziehung Nummer 1 ist, nicht ein anderer Mensch, auch wenn es den anderen Menschen nicht gefällt. Im Grunde genommen tun wir den anderen Menschen damit einen Riesengefallen, wenn wir Gott zu unserer Beziehung Nummer 1 machen. Weil dann sind wir so ausgerichtet, dass wir immer dienlich sind. Ob es dem Ego gefällt und ob das Ego das als dienlich empfindet, das ist eine ganz, ganz andere Sache, ne? Aber insgesamt ist das, wie wir dienlich sind. Also, falls du auch wieder dort bist, dass du zu sehr im Außen danach suchst, zu verstehen, wer du bist und wie wertvoll du bist, habe ich einen Absatz aus dem Textbuch von Ein Kurs in Wundern für uns herausgesucht, damit wir uns gemeinsam nochmal erinnern, wo unser Licht ist und wer bestimmt, ob wir lichtvoll sind und heilig sind und gut sind und wertvoll sind und wer nicht. Nochmal zur Erinnerung, es ist kein anderer Mensch, es kann nur Gott sein. Und wenn du einen anderen Mensch in diese machtvolle Position steckst, dann kann die andere Person nichts dafür. Du hast ihr diese Macht gegeben. Hol sie dir zurück,
und gib sie wieder zu Gott. Also, ich lese uns mal was vor. Beziehungsweise eine Sache habe ich noch. Heute Morgen habe ich auch auf der Facebook Gene Keys Seite gesehen, dass jemand gepostet hat, sie hätte gerade ein Kind bekommen und sie hat jetzt ganz doll Angst, weil dieses Kind hat ja den Genschlüssel 36 in seinem Profil, sehr prominent, dass dieses Kind jetzt ein Schicksal hätte, ein sehr leidvolles Leben zu leben. Und ich dachte, das gibt's gar nicht, dass wir wirklich so abergläubisch sein können oder beziehungsweise so festgefahren in unserer Idee, dass wir irgendwie nicht mitbestimmen können, ob wir ein Leben dem Licht widmen oder der Dunkelheit. Das sind doch wir. Ist doch egal, welcher Genschlüssel in meinem Profil aktiv ist. Die Schattenfrequenz ist doch nur mein Sprungbrett. Das ist doch nicht in Stein gemeißelt. Ich muss doch gar nicht in den Schatten verweilen. Ich nutze doch die Schatten und kontempliere sie, damit ich das Licht freisetze, was durch diesen Schatten, wenn ich ihn sozusagen anschaue, überhaupt freigesetzt werden kann. Ich finde es immer wieder interessant, wie wir in dieser Angstfrequenz stecken bleiben. Der Genschlüssel 36 hat zwar die Aufgewühltheit als Schattenfrequenz, also als Ego-Frequenz, aber er hat ja aber auch die Menschlichkeit in der Gabe und das Mitgefühl als göttliche Frequenz. Und ich bestimme mit meiner Einstellung, ob ich Schatten, Gabe oder göttliche Frequenz lebe. Das kann doch niemand, das ist doch nicht irgendwie in Stein gemeißelt. Wir dürfen nicht vergessen, dass unser Leben nie in Stein gemeißelt ist und wir können immer höher wählen, je nachdem, wie wir uns ausrichten, je nachdem, wie wir unseren Geist disziplinieren. Wir sind ein Hebel, den man verschieben kann. Es gibt diese 3 Frequenzen, laut den Gene Keys, aber ich kann ja selber entscheiden, dass ich sage, ich gebe mich meinem Opferdasein hin. Ich kann aber auch sagen, nein, ich möchte das Opferdasein als Sprungbrett nutzen. Ich möchte den Schatten so lange kontemplieren, bis sich mir das Licht zeigt. Und das ist für mich möglich, weil das ist für alle von uns möglich. Niemand ist besonders hier. Wir alle haben, und das ist größere Gerechtigkeit, die Möglichkeit, anders zu wählen. Ich wüsste nicht, warum uns ein Werk wie ein Kurs in Wundern begegnen soll oder die Gene Keys uns begegnen sollten, damit wir sehen, okay, das ist möglich, aber nicht für mich, nur für die anderen. Ich bin diese einzige fiese Ausnahme im Universum, weil ich habe in diesem Leben Leid gebucht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Gott liebt dich und Gott will das Beste für dich. Der gibt dir doch nicht den Kurs, um zu sagen, guck mal, das ist möglich. Du kannst voll Licht freisetzen hier auf dieser menschlichen Ebene, aber für dich ist das nicht möglich. Du bist die einzige Ausnahme. Gib dich mal bitte dem Schicksal hin, dass du nur leiden wirst in dieser menschlichen Erfahrung. Das wäre sehr grausam und Gott ist nicht grausam. Das Ego ist grausam. Also, ich lese uns jetzt mal was vor. Wir sind auf Seite 143 im Textbuch. Wir sind dafür in Kapitel 8 und Kapitel 8 trägt die Überschrift Die Reise zurück und wir sind in Abschnitt 4 mit der Überschrift Die Gabe der Freiheit. So, falls du später nochmal selber weiterlesen willst, weil ich werde uns so ungefähr 3 Absätze lesen. Ich glaube, das wird dann auch reichen. Also, ich beginne mal. Die Gabe der Freiheit. Wenn Gottes Wille für dich vollkommener Frieden und vollkommene Freude ist und du nicht nur dies erfährst, dann lehnst du es offenbar ab, seinen, also Gottes Willen, anzuerkennen. Sein Wille, also Gottes Willen, schwankt nicht und da haben wir es. Wir schwanken, wenn wir Menschen sind, auch. Also du weißt, deine wahre Natur ist nicht Mensch, aber du machst deine menschliche Erfahrung und in dieser schwankst du oft. Gott schwankt nicht, Gottes Wille ist. Es gibt da überhaupt keine Graden, will ich jetzt mal sagen. Gottes Wille ist, Punkt. Der weiß immer, wer du bist. Und wenn du schwankst, dann weißt du, du hast dich gerade nicht an Gott gewendet, um zu erfahren, wie wertvoll du bist, sondern an deine Außenwelt. Und die schwankt. Okay, wir lesen mal weiter. Sein Wille schwankt nicht, da er für immer unwandelbar ist. Wenn du nicht in Frieden bist, kann es nur daran liegen, dass du nicht glaubst, in ihm zu sein. Und hier ist das Problem. Wenn wir nicht im Frieden sind, haben wir einen anderen Willen, außer Gottes Willen, als unseren Willen installiert, will ich jetzt mal sagen. Und dann können wir nicht im Frieden sein, weil nur Gottes Willen, der unser wahrer Wille ist, bringt Frieden. Alles andere nicht. Wir lesen
Weiter. Er, also Gott, ist alles in allem. Boah, ja. Das ist mal ein Hammersatz. Er aber ist alles in allem. Es gibt nichts außer Gott. Sein Frieden ist vollständig und du musst in ihm eingeschlossen sein. Seine Gesetze beherrschen dich, weil sie alles beherrschen. Also wenn du immer noch daran glaubst, dass das Ego irgendetwas beherrscht, dann denk nochmal darüber nach. Weil wenn Gott alles beherrscht, dann ist, was nicht von Gott kommt, nichts, was wirklich etwas beherrscht. Du kannst dich nicht von seinen Gesetzen ausnehmen, obwohl du ihn den Gehorsam verweigern kannst. Und das ist ja, was wir hier tun, wenn wir dem Ego glauben. Wir verweigern Gott und seinem Willen und unserem wahren Willen den Gehorsam. Leicht verrückt, sehr verrückt. Doch wenn du das tust und nur dann, wirst du dich einsam und hilflos fühlen, weil du dir selbst alles verweigerst. Du weißt ja, dass ein Kurs im Wundern von Jesus, Helen Schackman, eindiktiert worden ist. Und deshalb, wenn wir hier gleich Ich lesen, dann wissen wir, Jesus spricht direkt mit uns. Ich bin als Licht in eine Welt gekommen, die sich selber alles verweigert. Das heißt, Jesus ist als Licht in diese Welt gekommen. Warum kommt man als Licht in diese Welt? Weil diese Welt Dunkelheit definiert. Wir haben uns hier dazu eingeschrieben, in eine Welt der Dunkelheit zu kommen, um wieder zurück zum Licht zu finden. Ich bin als Licht in eine Welt gekommen, die sich selber alles verweigert. Sie tut das, indem sie sich einfach von allem dissoziiert. Daher ist sie eine Illusion der Isoliertheit, die durch die Angst vor derselben Einsamkeit aufrechterhalten wird, die ihre Illusion ist. Ich habe gesagt, dass ich bei dir bin alle Tage bis an der Weltende. Deshalb bin ich das Licht der Welt. Wenn ich bei dir bin, in der Einsamkeit der Welt, so ist die Einsamkeit vergangen. Also das ist auch ein super schöner Hinweis, dass wenn wir uns einsam fühlen, wir wieder vergessen haben, wer wir sind. Weil wenn wir uns wieder mit dem Licht, das Jesus ist, verbinden, dann können wir uns nie einsam fühlen. Dann gehen wir nie allein. Etwas Höheres begleitet uns immer. Wir müssen uns nur wieder daran erinnern. Wir dürfen uns davon nicht mehr dissoziieren, weil wenn wir uns davon dissoziieren, was wir wahrlich sind, dann werden wir einsam sein, dann werden wir Trauer verspüren und dann werden wir Leid erfahren. Wir lesen noch ein Stückchen. Du kannst die Illusion der Einsamkeit nicht aufrechterhalten, wenn du nicht allein bist. Mein Ziel ist also nach wie vor, die Welt zu überwinden. Ich greife sie nicht an, aber mein Licht muss sie auflösen aufgrund dessen, was sie ist. Das heißt, das Licht, was Jesus hat, das wir auch haben, es kommt von Gott, kann die Dunkelheit in dieser Welt überwinden. Es löscht die Dunkelheit nicht aus, es überwindet sie, es transformiert sie. Wenn wir Licht sind, kann Dunkelheit nicht mehr sein. Licht greift die Dunkelheit nicht an und das ist, was diese Welt des Ego ist. Sie ist Dunkelheit. Aber Licht greift diese Dunkelheit nicht an, aber sie leuchtet sie hinweg. Wenn mein Licht überall mit dir geht, leuchtest du sie mit mir hinweg. Das Licht wird unseres und du kannst nicht in der Dunkelheit verweilen, ebenso wenig wie die Dunkelheit dort weilen kann, wo du gehst. Die Erinnerung an mich ist die Erinnerung an dich selbst und an ihn, also Gott, der mich zu dir gesandt hat. Du warst so lange in der Dunkelheit, bis Gottes Wille durch irgendein Teil der Sohnschaft voll und ganz getan ward. Als das geschah, ward er von allen vollkommen getan. Also das Licht ist bereits da. Nur wenn wir in der Dunkelheit verweilen, dann können wir das Licht nicht bemerken. Es kann nicht durch uns durchfließen. Es kann nicht gesehen werden. Wir müssen uns wieder mit dem Licht verbinden. Wir müssen uns wieder mit dem, was wahr in uns verbinden. Und wenn wir es nicht tun, dann glauben wir an die Dunkelheit, obwohl das Licht die gesamte Zeit da ist, weil es ist ja bereits vollbracht. Es wurde durch Jesus vollbracht und da heißt es dann, dass das Licht bereits da ist. Nur wir können es nicht sehen, wenn wir dem Ego Glauben schenken. Also es ist immer wieder faszinierend, daran erinnert zu werden, dass alles bereits da ist. Nur wir sind das Einzige, was noch verschiebbar ist. Nichts ist in Stein gemeißelt. Dass du in der Dunkelheit bist, ist mit Sicherheit nicht in Stein gemeißelt, weil du kannst genauso gut im Licht sein. Es ist genau nur ein Gedanke weit weg, will ich jetzt mal sagen.
Also ich lese uns den 3. Absatz nochmal ganz von vorn vor. Du warst so lange in der Dunkelheit, bis Gottes Wille durch irgendein Teil der Sohnschaft voll und ganz getan war. Jesus. Als das geschah, ward er von allen vollkommen getan. Wie sonst könnte er vollkommen getan sein? Mein Auftrag war einfach, den Willen der Sohnschaft mit dem Willen des Vaters dadurch zu vereinen, dass ich mir des Vaters Willen bewusst war. Das ist das Gewahrsein, welches dir zu geben ich gekommen bin, und dein Problem es anzunehmen, ist das Problem dieser Welt. Genau das ist das Problem von uns, dass wir nicht annehmen können, dass das Licht schon ist, dass alles schon vollbracht ist. Wir wollen lieber Recht haben mit dem Ego, dass wir dunkel sind, dass wir schlecht sind, dass wir Strafe verdienen, dass wir schuldig sind. Und wenn wir so denken und wenn wir dem Ego so viel Macht über uns geben, dann können wir nicht sehen, dass wir alles bereits haben, weil es bereits für uns vollbracht ist. Es ist so spannend, alles ist bereits da. Nur wo sind wir gerade? Es aufzulösen ist das Heil, und in diesem Sinn bin ich das Heil der Welt. Die Welt muss mich daher verachten und zurückweisen, weil die Welt der Glaube ist, Liebe sei unmöglich. Wenn du die Tatsache akzeptierst, dass ich bei dir bin, leugnest du die Welt und nimmst Gott an. Mein Wille ist der seine, und deine Entscheidung, mich zu hören, du hörst deine Entscheidung, es ist deine Entscheidung, ist die Entscheidung, seine Stimme zu hören und in seinem Willen zu wohnen. Wie Gott mich zu dir sandte, werde ich dich auch zu anderen senden. Und ich werde mit dir zu ihnen gehen, damit sie Frieden und Vereinigung lehren können. Hier höre ich mal auf zu lesen, und ich hoffe, dass wir uns alle damit wieder daran erinnern, dass Licht für uns alle ohne Ausnahme möglich ist. Gott gibt uns nicht ein Kurs im Wundern, Gott gibt uns nicht die Gene Keys oder andere Quellen, die auf die Wahrheit hinweisen, um uns zu sagen, ja, schau mal, was alles möglich ist, aber nicht für dich. Das wäre nicht Liebe, und Gott ist Liebe. Nur das Ego ist lieblos. Und nur das Ego kann dir sowas Liebloses einreden. Und jetzt ist die Frage, möchtest du dir das einreden lassen? Oder möchtest du sagen, nein, ich verbinde mich in der Stille mit etwas Höherem, dass ich wahrlich bin, und das soll mir bitte sagen, wer ich in Wahrheit bin. Weil wenn ich mich auf andere Menschen verlasse, mir zu sagen, wer ich bin, dann stolper ich und dann erleide ich ganz schön viel Schmerz. Und ich mag mich so sehr, und ich mag das, was ich wirklich bin, so sehr, dass ich nicht mehr so wählen möchte. Das waren erstmal meine Gedanken zu dem Absatz und zu dem, was ich letzte Woche unter dem YouTube-Video gelesen habe, und lade dich jetzt wieder ein, deine Gedanken mit mir zu teilen. Wie steht's bei dir mit dem Autoritätsproblem? Also mit dieser Tatsache, dass wir zu oft im Außen und bei anderen Menschen unseren Wert suchen, anstelle wieder zu Gott zurückzukehren. Und wenn es noch nicht perfekt ist, ne? Wir alle sind auf unserem Weg, sei sanft und geduldig mit dir und liebevoll. Und weiß, hey, das ist vielleicht noch meine Aufgabe. Ich bin zu sehr im Außen und versuche anderen zu gefallen oder Anerkennung zu bekommen oder dafür zu sorgen, dass jemand anders mich gut findet, weil dann fühle ich mich erst geliebt, dass du dich da immer wieder stoppst und sagst, nein, das muss ich nicht. Ich muss nicht um irgendetwas im Außen kämpfen, weil was ich da im Außen will, bin ich bereits. Ich muss meinen Wert nicht im Außen erkämpfen, weil ich bin bereits wertvoll. Und aus diesem Gewahrsein handle ich jetzt. Aus keinem anderen. Weil alles andere ist Mangel und nicht Überfluss. Und du bist in Wahrheit Überfluss, so wie Gott Überfluss ist. Ich lasse dich jetzt aber wirklich gehen und wünsche dir eine wundervolle Woche. Wir hören ganz bald wieder voneinander. Deine Peri.